Sorry, Muba. Wenn ich einen KF-Coin verkaufe, meinst du, ich krieg ein 135er Set mit 28 ATK? Blade. Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass irgendjemand noch irgendwas weiß, preislich. Weil selbst, also wenn sich der F-Coin-Kurs quasi verdoppelt innerhalb von wenigen Tagen, hat das halt auch gewaltige Auswirkungen auf alles andere. Und, selbst auf Low-Level-Stuff, also Low-Level-Equipment, Low-Level-Sets und so. Ich habe ärgerlicherweise auch erst vor kurzem mein Bloody Jojo verkauft. Aber normalerweise bei so Equipment, das halt trotzdem eigentlich Trash ist oder Massenware, sollte es eigentlich so sein, dass das eigentlich, wenn überhaupt, im gleichen Verhältnis steigt. Aber es gibt natürlich immer Ausnahmen. Das Problem ist halt, manche Items, also es ist halt wie in der echten Wirtschaft. Aber halt wie in jedem Markt, egal ob Spiel oder echt oder digital oder nicht digital. Wenn der Hauptfaktor für die Inflation, und das sind ja die F-Coins, also wenn die F-Coins anziehen, dann ist es ja natürlich schon so, dass alles automatisch auch mit anzieht, also grundsätzlich. Aber erstens nicht alles zeitgleich oder nicht immer alles zeitgleich. Und zweitens gibt es immer auch Ausnahmen von Items, die entweder gar nicht steigen oder vielleicht sogar sinken. Gut, das ist in dem Markt, in dem wir uns gerade befinden, wo sich, wie gesagt, Preise einfach mal so verdoppeln innerhalb von wenigen Tagen. Ich meine, da ist es ziemlich unwahrscheinlich, dass irgendwas günstiger wird. Aber theoretisch könnte es trotzdem sein, auch wenn es halt, wie gesagt, extrem unwahrscheinlich ist. Wenn es jetzt nicht so krass wäre, dann wäre es auf jeden Fall möglich. Und letztendlich gibt es immer die Chance auch, dass Items halt ein bisschen verzögert anziehen. Und welche Items das sind, das weiß man natürlich vorher nicht. Also, schwer zu sagen. Am besten ist es halt, man weiß, was es vor ein paar Tagen gekostet hat in so einem Fall. Und dann kann man ungefähr abschätzen, was es jetzt maximal kosten sollte. Also im Sinne von, vor 4 Tagen hätte so ein Set, keine Ahnung, 2 Milliarden gekostet. F-Coin-Preis hat sich, wie gesagt, circa verdoppelt, so Pi mal Daumen. Also soll das jetzt eigentlich auch nicht sehr viel mehr als das Doppelte kosten. Im besten Fall sogar etwas weniger als das Doppelte, dann wäre es effektiv sogar günstiger geworden. Wie gerade schon gesagt, aber das kann man halt nicht verallgemeinern, weil es zu viele Items gibt und nicht immer sich alles gleich verhält und auch nicht immer alles gleich schnell anzieht. Orichalcum war ja auch so. Orichalcum wurde ja letzte Woche Market Manipulated auf 60, von 60 oder von Max 60, war sogar unter 60, 55 bis 60 auf 90 bis 100. Dann hat sich's wieder ein bisschen reguliert, weil es halt eben manipuliert wurde, weil einer einfach alle Oris gekauft hat oder ein paar Leute haben alle Oris gekauft. War halt fake und es werden ja jeden Tag hunderte Oris wahrscheinlich gedroppt. Also ist der Preis sofort wieder runtergegangen auf 80 bis 90. Und dann haben sich aber die F-Coin-Preise, wie gesagt, es war ja gestern schon so, dass fast eine Milliarde war oder 800 bis 900 Mio oder so. Und gestern habe ich noch Oris gesehen für unter 100, also orange quasi, 90 bis 100 Mio. Als ich online gekommen bin und als ich offline gegangen bin, war das günstigste Ori 200 Mio. Das heißt, Ori in dem Fall war extrem verzögert oder war auf jeden Fall verzögert. Weil, wie gesagt, die schaffen es selbst, die Leute, die den Markt manipulieren, schaffen es nicht, jedes Item gleichzeitig komplett leer zu kaufen. Selbst wenn das halt viele Leute sind, also basically alle Reseller und halt Leute, die einfach sehr viel Geld haben. Selbst die schaffen es nicht, einfach jedes Item sofort wegzukaufen. Das dauert halt auch einfach. Egal wie sie es machen, so oder so, es dauert auf jeden Fall. Und da hätte man gestern eigentlich noch einen nicen Schnapper haben können. Also das ist gestern zu einem Marktpreis, wo F-Coins 800 Mio gekostet haben, Ori für unter 100 kaufen können. Und du, dass du offline bist und F-Coins vielleicht bei einer Milliarde waren, 5 Stunden später, hättest du es für 200 verkaufen können.
Das heißt, du hättest dein Geld verdoppelt, aber der F-Coin-Kurs ist nur um 200 Mio gestiegen. Beziehungsweise um 25%. Und du hättest aber dein Geld plus 100% gemacht. Um jetzt ein aktuelles Beispiel zu nennen. Wobei das natürlich auch ein bisschen daran liegt, das merkt man jetzt halt auch extrem, weil sich das jetzt so schnell verändert die ganze Zeit. Also jetzt, wie gesagt, ein paar Tage lang jeden Tag extreme Preissteigerungen, dass halt immer auch einfach ein paar Leute das nicht mitbekommen. Also ein paar Leute tun jetzt halt immer noch ein Ori für 95 in den Shop, weil sie denken, na, das war ja gestern doch der Preis und jetzt plötzlich ist es 250. Und wenn du das halt nicht mitbekommen hast, dann ist halt RIP. Wenn dir das keiner gesagt hat und du nicht online warst, vielleicht oder so, und hast es nicht mitbekommen, dann kann es natürlich auch einfach passieren. Also ein paar von diesen günstigen Preisen entstehen vielleicht auch einfach deswegen, was die Leute nicht mitbekommen haben, weil es sich so schnell verändert hat. Aber wie gesagt, nicht alle Items steigen instant gleich schnell an. Also ja. Oh, ist noch free for all? Eigentlich nicht, ne. Jetzt nicht mehr.